Unter Lagerortverwaltung erstellen Sie mit nur wenigen Klicks Ihren Lagerort. Hier haben Sie alle Lagerorte im Überblick. Unter Neuer Container bestimmen Sie den Namen und die maximale Probenanzahl des Lagerortes. Besteht Ihr Container aus mehreren Teilcontainern? Markieren Sie den Container und erstellen Sie alle Subcontainer, die Sie benötigen. Sind Sie beim eigentlichen Probenbehältnis angelangt, markieren Sie dieses als Box. Sie haben mehrere gleiche Probenbehälter zu hinterlegen, kopieren Sie ihn einfach. Hinterlegte Proben werden dabei nicht mitkopiert. Sie bleiben originalen Probenbehälter. Wenn Sie ganze Probenbehälter mit Proben woanders lagern wollen, zum Beispiel in Notfällen, verschieben Sie ihn einfach. Damit können ganze Boxen auf einmal verschoben werden. Hier sind Sie sicher. Container mit eingelagerten Proben können nicht versehentlich gelöscht werden.